Also ich sag euch ehrlich, es gab diesen einen Moment, da habe ich einen Hadith gelesen, stand angeblich in Sahih Bukhari und ich dachte mir, warte mal, das soll wirklich der Prophet gesagt haben? Das passt doch irgendwie gar nicht zu dem Bild, das ich vom Islam habe. Kennt ihr das? Ihr liest was, steht schwarz auf weiß, aber innerlich schreibt alles in euch, das kann nicht sein. Und dann kommt dieser Gedanke, darf ich das überhaupt hinterfragen? Ich meine, es steht ja in einem dieser heiligen Bücher, Bukhari, Muslim, das sind doch die Top-Quellen, oder? Aber genau da fängt es an, spannend zu werden, weil ich irgendwann gemerkt habe, der einzige Text, den Allah selbst schützt, das ist nicht Bukhari, das ist nicht Muslim, sondern der Koran. Und wisst ihr was? Der Koran sagt nicht mal, dass wir jeden Hadith folgen sollen. Er sagt, in welchem Hadith nach dem Koran wollen sie denn noch glauben? Surah 77, Vers 50. Krass, oder? Das heißt nicht, dass alle Hadithe schlecht sind, überhaupt nicht, aber es heißt, wir sollten vorsichtig sein, prüfen, reflektieren und den Koran als Maßstab nehmen, nicht umgekehrt. In diesem Video will ich genau darüber sprechen. Warum nicht jeder Sahih-Hadith auch wirklich authentisch sein muss. Warum Hadithe auch viel später gesammelt wurden. Und warum der Koran alleine ausreicht, wenn wir lernen, richtig hinzuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je mehr ich mich mit dem Islam beschäftige, desto mehr Fragen tauchen auf. Nicht über Allah, nicht über den Koran, sondern über all das drumherum, über die Hadithe. Ich meine ganz ehrlich, wir wachsen doch mit dem Gefühl auf, dass Hadithe fast so wichtig sind wie der Koran selbst, oder? Dass sie alles erklären, was der Koran angeblich nicht deutlich genug sagt. Aber dann liest du so einen Hadith und dein Herz sagt sofort, stopp, irgendetwas passt hier nicht. Beispiel 1, der Hadith mit dem Häuser verbrennen. Da gibt es diesen berühmten Hadith, steht in Sahih Bukhari. Ich wollte das Haus derjenigen Männer, die nicht zum Gemeinschaftsgebet kommen, in Brand setzen. Moment mal, der Prophet des Friedens will Häuser abbrennen wegen verpasstem Gebet? Das klingt mehr nach mittelalterlichem Fanatismus als nach Barmherzigkeit. Aber was sagt der Koran über Zwang im Glaube? Es gibt keinen Zwang im Glauben. Surah 2, Vers 256. Du bist kein Beherrscher über sie. Surah 88, Vers 22. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Beispiel 2, der Hadith über Frauen in der Hölle. Oder dieser Hadith. Ich sah das Höllenfeuer und die Mehrheit seiner Bewohner waren Frauen. Auch der steht in Bukhari. Und wisst ihr, wie das oft begründet wird? Weil Frauen undankbar seien. Ganz ehrlich, wenn das jemand heute öffentlich sagt, Shitstorm garantiert. Aber viel wichtiger ist die Haltung, die der Koran Frauen gegenüber hat. Der Koran spricht an so vielen Stellen von der Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Der edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Surah 49, Vers 13. Ihnen stehen dieselben Rechte zu wie den Männern in rechtlicher Weise. Surah 2, Vers 228. Also, woher kommt dieser Frauenhass? Vom Propheten oder von späteren Meinungen? Machtstrukturen, vielleicht sogar Männerfantasien? Beispiel 3. Der Hadith über schwarze Hunde und Frauen als Gebetsstörer. Wenn ein schwarzer Hund, eine Frau oder ein Esel vor dir vorbeigeht, wird dein Gebet ungültig. Es steht in Sahih Muslim. Ich habe das gelesen und dachte mir, wie bitte? Warum ist ausgerechnet der schwarze Hund problematisch? Und warum die Frau? Wenn der Islam uns beibringt, dass das Gebet ein Akt der inneren Hingabe ist, wie kann ein vorbeilaufendes Tier oder ein Mensch das einfach ungültig machen? Im Koran steht, und wenn ihr aufsteht zum Gebet, so wascht euch und steht ehrfürchtig vor Allah. Surah 5 und Vers 6 und Surah 2, Vers 238. Kein Wort davon, dass irgendjemand dein Gebet ungültig machen kann. Es geht um deine Absicht, deine Achtsamkeit, nicht um Schatten, die durchs Bild laufen. Versteh mich nicht falsch, ich will nicht alles in den Dreck ziehen. Es gibt wunderschöne weiße Hadithe. Viele davon passen wunderbar zum Geist des Korans. Aber wenn ein Hadith dem Koran widerspricht, dann ist für mich klar, der Koran hat das letzte Wort. Punkt. Und genau darum geht es in diesem Video. Warum wir Hadithe kritisch prüfen müssen. Warum Sahih nicht automatisch göttlich bedeutet. Und warum der Islam ohne Zusatzregeln klar und kraftvoll genug ist. Lasst uns zusammen reinschauen. Also, ich habe lange gedacht, dass Hadith so etwas sind wie das Begleitbuch zum Koran. So nach dem Motto, im Koran steht das Grundgesetz und in den Hadithen steht das praktische Handbuch. Klingt logisch, oder? Aber dann habe ich angefangen zu lesen und je tiefer ich eingestiegen bin, desto mehr wurde mir klar. Die Geschichte der Hadithe ist ziemlich kompliziert und ehrlich gesagt auch ziemlich spät. Wie spät ist denn spät? Der Prophet starb im Jahr 632. Und wisst ihr, wann die ersten großen Hadith-Sammlungen entstanden sind? Zwischen 200 und 250 Jahre später. Bukhari um 850 nach Christus. Muslim ca. 875 nach Christus. Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, auch alle 3. Jahrhundert nach der Hijra. Das ist so, als ob wir heute eine Biografie über Goethe schreiben, nur basierend auf dem, was wir von Hören sagen über 10 Generationen hinweg gehört haben. Aber warum hat niemand früher aufgeschrieben? Gute Frage. Der Prophet selbst hat nicht befohlen, seine Aussagen systematisch
aufzuschreiben. Im Gegenteil, es gibt Hadithe, in denen er genau das verboten haben soll. Schreibt nichts von mir außer den Koran. Wer etwas anderes schreibt, der lösche es aus. Muslim und Mukaddima. Warum? Weil der Koran im Mittelpunkt stehen sollte und man keine Konkurrenz zur Offenbarung schaffen wollte. Wie wurden Hadith überliefert? Ganz einfach, mündlich. Von Person zu Person. Vom Opa zum Enkel, vom Lehrer zum Schüler. Und ganz ehrlich, wer von uns kann nach 30 Jahren genau wiederholen, was ein geliebter Mensch gesagt hat? Wort für Wort. Mit Betonung, Kontext und Tonlage. Und jetzt stellt euch vor, ganze Generation von Überlieferern mit all ihren Erinnerungen, Vorlieben, politischen Einstellungen, Stammesloyalitäten. Das war kein Cloud, das war Mensch zu Mensch. Die Lösung Isnad, die Überliefererkette. Die Hadith-Gelehrten haben sich was Geniales einfallen lassen. Sie haben Überliefererketten geprüft. Also, wer was von wem gehört haben soll. Klingt stark, war es auch. Aber das System hat eine große Schwäche. Es prüft, wer etwas gesagt hat, nicht was gesagt wurde. Wenn 5 vertrauenswürdige Männer sagen, das Prophet habe gesagt, Frauen sind wie gebogene Rippen, dann gilt das alles sahih. Auch wenn der Inhalt selbst voller Klischees, Misogynie oder Widerspruch zum Koran steckt. Und genau das ist der Knackpunkt. Hadithe wurden nicht nach Inhalt, sondern nach Kette bewertet. Das ist wie ein Paketdienst, der nur prüft, wer das Paket übergeben hat, aber nicht, was drin ist. Und genau deshalb kann man sich nicht blind auf Hadithe verlassen. Der Koran sagt, und was immer euch der Gesandte gibt, das nehmt. Und was er euch verbietet, davon haltet euch fern. Surah 59, Vers 7. Viele sagen, siehst du, da steht, folge dem Propheten. Ja, aber was hat der Prophet selbst bekommen? Offenbarung, den Koran. Und der Koran sagt mehrfach, ich folge nur dem, was mir offenbart wird. Surah 6, Vers 50. Dieser Koran ist mir offenbart worden, damit ich euch damit warne. Surah 6, Vers 19. Der Prophet folgt dem Koran und wir folgen dem Propheten, indem wir dem Koran folgen. Hadithe sind historische Dokumente. Sie können wertvoll sein, ja. Sie können Einblicke geben, auf jeden Fall. Aber sie sind nicht die zweite Offenbarung. Sie sind nicht unfehlbar und sie sind ganz sicher nicht der Maßstab über den Koran. Deshalb, wenn ein Hadith dem Koran widerspricht, dann ist der Fall für mich klar. Was sagt der Koran über Hadithe? Spoiler, nicht viel Gutes. Wenn man das Wort Hadith heute hört, dann denkt man sofort an Religion, an Islam, an Gelehrte, an dicke Bücher in Mahagoni-Regalen. Aber was, wenn ich euch sage, im Koran kommt das Wort Hadith auch vor. Und zwar nicht als etwas Heiliges, sondern eher als Warnung. Und genau das hat mich damals aufgerüttelt. Was bedeutet Hadith überhaupt? Im Arabischen heißt Hadith einfach Erzählung. Also eine Mitteilung, eine Geschichte, ein Bericht. Es muss nicht automatisch etwas Religiöses sein. Der Koran benutzt das Wort mehrmals, aber nicht um Sahih Hadith zu loben, sondern um zwischen Wahrheit und Gerede zu unterscheiden. Beispiel 1. An welchem Hadith nach diesem Koran wollen Sie denn glauben? Surah 77, Vers 50. Das ist kein Spaß. Das ist eine rhetorische Frage mit scharfer Kante. Der Koran sagt ganz klar, ich bin die Offenbarung, ich bin genug. Warum wollt ihr noch was anderes glauben? Das ist der beste Hadith. Allah hat die schönste Hadith-Erzählung hinabgesandt. Ein Buch in sich wiederholender, wohlgeordneter Form. Surah 39, Vers 23. Krass, oder? Der Koran nennt sich selbst den besten Hadith. Also, wenn der Koran schon sagt, ich bin der schönste Hadith, warum jagen wir dann anderen hinterher? Beispiel 3. So lasst sie sich in ihren Hadithen zerstreuen. So überlass sie ihrem Gerede Hadith. Hier geht es um Menschen, die sich in Spekulation verlieren, diskutieren, fabulieren. Und der Koran sagt sinngemäß, lass sie, kümmere dich nicht drum, konzentriere dich auf das Wahre. Jetzt mal ehrlich. Stellt euch vor, ihr habt eine göttliche Botschaft. Klar, vollständig, durchdacht. Und daneben stehen 600.000 Überlieferungen, die über Generationen mündlich weitergegeben wurden. Mit politischen Einflüssen, Widersprüchen, Fantasien. Und jetzt sollst du entscheiden, was ist deine Hauptquelle für den Glauben? Der Koran ist wie ein klarer Fluss. Die Hadithe sind wie verschiedene Brunnen. Mal rein, mal trüb, mal trocken. Willst du dich wirklich beim Trinken auf Gerüchte verlassen? Der Koran warnt uns nicht direkt vor den Hadithen der Tradition, sondern vor jeder Art von zusätzlichem Gerede, das uns von der Offenbarung ablenkt. Und das ist genau das, was heute passiert. Vieles, was Muslime glauben, tun oder verbieten, steht nicht im Koran, sondern in Hadithen. Und viele davon stehen im krassen Widerspruch zum Buch Gottes. Deswegen sage ich, wenn der Koran spricht, müssen andere Texte schweigen. Der Islam braucht keine Zusatzmeinung. Er braucht Rückkehr zur Quelle. Wenn Hadithe dem Koran widersprechen, wen glauben wir dann? Okay, jetzt wird's konkret. Bisher haben wir darüber gesprochen, wie spät die Hadithe gesammelt wurden, dass der Koran sie nicht als göttliche Quelle bestätigt und dass die meisten Muslime sie trotzdem fast wie eine zweite Offenbarung behandeln. Aber was passiert, wenn sich Koran und Hadith widersprechen? Ich sag's euch direkt, dann hört für mich der Spaß auf. Denn hier geht's nicht mehr um Interpretation oder Meinungsvielfalt. Hier geht's darum, wem du dein Vertrauen schenkst. Dem Buch, das Allah selbst alles vollständig, eindeutig und bewahrt bezeichnet, oder Überlieferungen, die 200 Jahre später aufgeschrieben wurden. Fallbeispiel 1. Todesstrafe für Apostaten. Wer seine Religion verlässt, den tötet. Sahih Bukhari. Koran dagegen, es gibt keinen Zwang im Glauben.
Sure 2, Vers 256. Und wenn sie sich abwenden, so liegt deine Aufgabe nur im Übermitteln. Sure 3, Vers 20. Der Koran spricht von Freiheit des Glaubens. Kein einziges Mal wird eine irdische Strafe für Apostasie erwähnt. Und trotzdem wurde aus diesem Hadith ein religiöses Todesurteil gebastelt. Wie passt das zusammen? Fallbeispiel 2. Steinigung bei Ehebruch. In mehreren Hadithen wird berichtet, dass der Prophet Ehebrecher gesteinigt haben soll. Koran dagegen, die Frau und der Mann, die Unzucht begehen, gebt jedem 100 Peitschenhiebe. Sure 24, Vers 2. Ganz klar, der Koran nennt eine irdische Strafe und es ist keine Steinigung. Und jetzt wird es spannend. Es gibt sogar eine Geschichte über einen angeblich vergessenen Vers zur Steinigung, der aus dem Koran herausgefallen sein soll. Tut mir leid, aber das klingt mehr nach Theater als nach göttlicher Offenbarung. Ein Gott, der seinen eigenen Vers vergessen lässt? Fallbeispiel 3. Frauenbild in Hadith versus Koran. Die Frau ist ein Mangelwesen in Verstand und Religion. Sahih Bukhari. Koran dagegen, wer rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben geben. Sura 16, Vers 97. Und ich werde das Werk keines Wirkenden unter euch verloren gehen lassen. Weder Mann noch Frau. Sura 3, Vers 195. Der Koran macht keinen Unterschied im Wert von Mann und Frau. Aber dieser Hadith? Eine pauschale Abwertung, die bis heute in vielen Ländern als theologische Rechtfertigung für Diskriminierung dient. Was machen wir mit solchen Widersprüchen? Ganz einfach. Der Koran hat das letzte Wort. Punkt. Ein Hadith kann nie den Koran aushebeln. Wenn doch, dann liegt der Fehler nicht im Koran, sondern in der Überlieferung. Und das ist der eigentliche Prüfstein. Ein Hadith ist nur dann hilfreich, wenn er den Koran bestätigt, erklärt oder ergänzt, aber niemals widerspricht. Wenn er dagegen neue Gesetze erfindet, Menschen entwürdigt oder Angst statt Licht bringt, dann ist er es nicht wert, geglaubt zu werden. Egal wie sahih er eingestuft wurde. Wir müssen keine Hadith-Verweigerer sein, aber wir sollten aufhören, sie wie göttliche Wahrheiten zu behandeln. Denn der Islam ist kein Hadith-Glaube. Der Islam ist der Glaube an die Worte Gottes, nicht an Meinung über den Propheten. Was bleibt von Islam übrig, wenn wir nur dem Koran folgen? Wenn ihr das erste Mal jemandem Folgendes sagt, ich folge nur dem Koran, wird sofort dieser Blick kommen. So nach dem Motto, ach, du bist auch einer von denen. Einer von diesen nur Koran-Leuten, die angeblich keine Gebete mehr machen, alles ablehnen. Aber wisst ihr was? Das Gegenteil ist der Fall. Wer dem Koran wirklich folgt, lebt einen Islam, der klar, rein und frei von Widersprüchen ist. Der Koran ist kein leeres Buch. Der Koran sagt über sich selbst, ein Buch, das wir dir hinabgesandt haben, deutlich gemacht in allem. Sura 16, Vers 89. Er ist eine klare Darlegung für die Menschheit. Sura 3, Vers 138. Wir haben im Koran nichts ausgelassen. Sura 6, Vers 38. Heißt das, jede Detail steht da wortwörtlich drin? Nein. Aber alles, was du brauchst, um Allah zu dienen? Ja. Was ist mit dem Gebet? Viele sagen, aber wie sollen wir dann beten, wenn im Koran nichts steht? 2 Rekat hier, 4 Rekat da? Gute Frage. Aber auch eine gefährliche Annahme. Denn der Koran spricht sehr oft vom Salat. Er sagt, richte das Gebet ein zur bestimmten Zeit. Sura 4, Vers 103. Steht demütig im Gebet. Sura 2, Vers 238. Vollziehe die Verbeugung mit den sich Vorbeugenden. Sura 2, Vers 43. Und falle in die Niederwerfung. Sura 96, Vers 19. Der Koran führt uns ins Gebet. Zeigt Haltung, Einstellung, Sinn, Wirkung. Aber er schreibt keine starre Form vor. Und das ist kein Zufall. Denn Salat ist Verbindung, keine Choreografie. Es geht um Hingabe, nicht um das Sehen von Bewegung. Was ist mit Zakat, Fasten und Hajj? Alles da im Koran. Zakat reinigt euren Besitz durch Abgabe. Sura 9, Vers 103. Fasten. Es ist euch vorgeschrieben zu fasten, wie es denen vor euch vorgeschrieben war. Sura 2, Vers 183. Hajj und vollzieht die Pilgerfahrt für Allah. Sura 2, Vers 196. Die Grundsäulen des Islam sind keine Hadith-Erfindung. Sie sind Koran pur. Was fehlt, sind nur die ultragenauen Details, wie sie manche Juristen aus tausenden Seiten Hadithen herausfiltern. Aber die Frage ist, hat Allah wirklich eine Religion offenbart, die man nur mit 10 Jahren Fiqh-Studium richtig versteht? Oder reicht nicht das Herz, das Verstand hat? Oder ein Buch, das Licht ist? Und was ist mit Sunna? Klar, der Prophet ist unser Vorbild, keine Frage. Aber die Frage ist, welche Sunna? Die echte oder die 1000 Versionen, die späteren Dynastien, Imame und Machtinteressen daraus gemacht haben? Der Koran beschreibt den Propheten nicht als Gesetzgeber, sondern als Warner, Bringer des Buches. Vorbild in Gerechtigkeit. Ihr habt im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Sura 33, Vers 21. Ja, aber welches? Das im Koran oder das in 300.000 widersprüchlichen Hadithen? Der Islam fällt nicht auseinander, wenn man nur dem Koran folgt. Im Gegenteil, es fallen die Widersprüche weg. Es fällt der Missbrauch weg. Es fällt die Kontrolle durch Angst und Unwissen weg. Und es bleibt ein Islam, der mit dem Herzen verstanden werden kann. Ein Gott, der spricht, klar und direkt. Eine Botschaft, die dich nicht erdrückt, sondern erhebt. Und genau darum geht's. Zurück zur Quelle. Ohne Ballast, ohne Angst. Ich weiß, viele fragen sich jetzt, und was ist mit all den Hadithen, die okay wirken, die liebevoll sind, die Mut machen, die zum Guten aufrufen? Ganz ehrlich, es gibt sie. Hadithe, bei denen du denkst, ja, das klingt wie Mohammed. Das passt zu seinem Charakter, das passt zum Koran. Und genau da liegt der Schlüssel. Der Koran ist der Maßstab, nicht der Hadith selbst. Wenn ich heute einen Hadith höre oder lese, stelle ich mir 3 Fragen. Passt er zum Koran? Passt er zum Geist der Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Weisheit? Passt er zum gesunden Menschenverstand? Wenn alle 3 mit Ja beantwortet werden, dann kann man ihn als historische Inspiration nutzen.
Nutzen. Aber sobald einer davon wackelt, dann gilt Vorsicht, Bruder, denk nach, Schwester. Die Gefahr der blinden Hadith-Gläubigkeit. Denn genau das ist doch passiert. Jahrhundertelang wurden Hadith überhört, vergöttert, unantastbar gemacht. Daraus wurden Regeln, daraus wurde Angst, daraus wurden Mauern zwischen Muslimen und dem Koran. Und plötzlich betet keiner mehr mit dem Herzen, sondern mit Angst vor einem falsch überlieferten Hadith. So war das nicht gedacht. Auch die Hadith-Gelehrten waren Menschen. Selbst Bukhari, Muslim, Abu Dawud waren keine Engel. Sie waren kluge Männer, ja, aber sie lebten 200 Jahre nach dem Propheten. Und das bedeutet, sie konnten prüfen, was gesagt wurde, aber nie, ob es wirklich gesagt wurde. Wenn wir das heute verstehen, dann können wir mit Hadithen verantwortungsvoll umgehen. Der gesunde Weg, Koran zentriert leben. Ich glaube, wir brauchen keine 20 Bände Hadith, um gute Menschen zu sein. Wir brauchen Herz, Verstand und die Offenbarung. Und das ist der Koran. Der Rest kann hilfreich sein, wenn er nicht zum Gesetz wird. Denn der Islam ist nicht Hadith. Der Islam ist die Ergebung in die Wahrheit Gottes. Wenn du dir nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann bitte das hier. Glaube nicht blind. Auch nicht an angeblich Sahih-Hadithe. Prüfe alles im Koran. Und wenn es nicht passt, lass es los. Habe keine Angst, Dinge zu hinterfragen. Der Islam braucht keine Verteidigung. Nur ehrliche Rückkehr zur Quelle. Und vergiss nicht, der Prophet selbst war nicht ein Hadith-Generator, sondern ein lebendiges Beispiel für den Koran. Und siehe, du bist wahrlich von großartigem Charakter. Surah 68, Vers 4. Und genau diesen Charakter findest du im Koran, wenn du den Mut hast, ihn wirklich zu lesen.